Dann geht das Auto plötzlich quer und sagt, Brems, bitte Brems! Nein. Wir gehen mit 200 in die Leitplanke und dann sehen wir uns im Spital. Kommen wir mal auf die Basis. Ich kenne Leute, ich praktiziere relativ Sport, weil ich fahre ja noch RCN-Rennen hier auf der Nordschleife. Und es gibt Leute, die in meinem Umfeld sind, vielleicht auch in diesem Saal, die mir sagen, du Martin, ich habe eine Stunde Zeit, ich gehe mal schnell 10 Kilometer joggen. Also wenn die Person 10 Kilometer joggen will, dann muss die pro Sekunde 2,77 Meter hinterlegen. Also ich runde es auf 3 Meter. Sonst schafft man nicht 10 Kilometer pro Stunde. Wenn ich 3 Meter mache pro Sekunde, um 10 Kilometer pro Stunde zu machen, und ich fahre in der Stadt mit 50 km/h, nur mit 50 km/h, das ist ja keine Geschwindigkeit. Wenn ich mit 10 km/h 3 Meter mache, mache ich mit 50 km/h 15 Meter. Also, schauen wir mal das kurz an. Stehen Sie mal bitte auf, gehen mal bitte da nach hinten. Noch mehr, komm. Wir sind in der Zwischenzeit bei 10 Meter. Ja. Ja, geh mal ganz nach hinten. Ja, stopp. Wir sind da bei 13 Meter. Hä? Jetzt verstehen Sie vielleicht, warum ich die Theorie hier in diesem Saal mache, meine Damen und Herren. Weil dieser Saal macht genau 15 Meter. Danke vielmals. Danke. Ja, 15 Meter. Also, meine Damen und Herren, in jeder Sekunde, wo ich mit 50 km/h fahre, absolvieren wir diese Distanz. Sind Sie sich das bewusst? Genau das mache ich pro Sekunde. Und was meinen Sie, wie viel Zeit braucht ein Mensch, der unverhofft auf eine Krisensituation kommt, dass er vom Gaspedal aufs Bremspedal springt? Was meinen Sie? In einer Notsituation. Bitte? 0,8. Okay. Sonst? 1,5. Es sind tatsächlich 2,44 Sekunden. Weil es braucht 4 Prozesse, damit ich auf die Bremse steige. Was ist das Erste? Was muss ich, wenn ich in eine Notsituation komme, damit ich auf die Bremse steige? Was muss ich erkennen? Ich muss es sehen. Damit ich es sehe, muss ich konzentriert sein. Was ist das Zweite? Vor der Entscheidung, Analyse. Ein Mensch kann bewusst 3 Sachen pro Sekunde analysieren. Was relativ viel ist, 3 Sachen pro Sekunde. Also ich komme in eine Analysephase, mir springt ein Kind auf die Straße. Dann sehe ich das und dann passiert in meinem Kopf etwas. Was kommt dann nach der Analyse? Eben der Entscheid. Und mein Entscheid ist Bremsen, ja, zum Beispiel. Ja. Dann kommt Handeln. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie viele Male ich in Madenau im Spital gelandet bin mit Leuten, weil ich setze normal sehr oft nebenbei und wir fahren im Grenzbereich. Wenn man zum Schwedenkreuz kommt und das Auto geht plötzlich quer und dann sage ich dem Fahrer, der Chirurg ist oder eine Firma hat mit Tausenden von Angestellten, eine Person, die gewohnt ist, Stresssituationen in denen zu überleben und darin zu sein, dann geht das Auto plötzlich quer und sagt, Brems, bitte Brems! Nein. Wir gehen mit 200 in die Leitplanke und dann sehen wir uns im Spital. Dann sage ich dem, was ist denn los, wieso hast du nicht gebremst? Und dann hat er mir gesagt, Martin, du warst neben mir im Auto, sobald ich dich gehört habe, bremst, bin ich voll auf die Bremse gestiegen, volle Pulle. Dann nehmen wir die GoPro-Kamera und dann sehe ich, dass der voll aufs Gas ging. Er meinte, er sei auf der Bremse. Er war sich sicher, war aber nicht auf der Bremse. Das ist, was in der Notsituation passiert. Und es vergehen 2,44 Sekunden, meine Damen und Herren. Also wenn ich mit 50 Stundenkilometer fahre, im Durchschnitt brauche ich ca. 37 Meter und dann bin ich doch immer noch mit 50 unterwegs. Und erst dann steige ich auf die Bremse. Ich bin einfach in absoluter Hochachtung, wie viele Menschen auf der Autobahn, auf der linken Spur mit 120 oder 130 km/h 5 Meter einer hinter dem anderen fahren können. Das sind für mich alles Übermenschen. Weil wenn ein Auto vorne bremst, das zweite hinten sieht es vielleicht noch und der dritte hat noch nicht einmal Zeit vom Gas wegzugehen, macht es schon bumm. Weil es Zeit braucht, um zu reagieren. Also bitte nehmen Sie es einfach zur Kenntnis, das Autofahren ist ein Fulltime-Job und der Mensch ist nicht gemacht, um schnell zu gehen.
Und das, wenn Sie morgen dann auf der Döttinger Höhe mit 250 oder mit 300 angeschossen kommen, dann dürfen Sie einfach nicht vergessen, dass Sie 90 Meter machen pro Sekunde, aber die Strecke ist 9 Meter breit.